Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Raphael. In diesem Video möchte ich dir erzählen, wie ich von meiner Multiplen Sklerose erfahren habe und wie ich es erlebt habe. Auf keinen Fall möchte ich hier medizinische Ratschläge oder so irgendwie etwas erteilen. Für das gibt es Spezialisten, die sich da sehr gut auskennen. Ich kann nur für mich und meine Erfahrungen reden, weil für jeden ist die Krankheit und der Verlauf extrem unterschiedlich. Deswegen redet man auch von Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Mitte Februar 2021 habe ich mir gerade erst vorgenommen, wieder vermehrt zu zäckeln, als ich so an einem Morgen plötzlich ein Kribbeln gespürt habe im Arm. Ganz ein unscheinbares, leichtes Kribbeln. Ich habe mir dabei nicht grossartig etwas gedacht, bin ganz normal arbeiten und habe meinen Tag so gelebt, wie ich das immer gemacht habe. Nach ungefähr einer Woche ist zu diesem Kribbeln eine Einschränkung in der Feinmotorik in der rechten Hand dazugekommen. Wenn ich zum Beispiel eine Computermaus bedient habe, hat es sich so angefühlt, als wäre der Widerstand viel grösser beim Drücken. Auch habe ich neben meiner sonst wirklich schlimmen Klauen beim Schreiben gemerkt, dass ich nicht mehr richtig klein schreiben konnte. Grösser ist gegangen, aber klein einfach nicht. Ich habe mir dann gedacht, ja, das wird sich von alleine erledigen. Ich habe dann 1,5 Wochen verstreichen und dann doch mal beim Arzt angerufen. Natürlich hätte ich viel früher sollen. Der Arzt hat verschiedene Tests gemacht, hat nichts wahnsinnig Schlimmes feststellen. Meine Kraft war da, es war alles eigentlich gut. Einfach, ich war extrem verspannt. Und er hat mir dann ein Muskelrelaxanz verschrieben und Wärmepads zum Auflegen, damit sich meine Muskeln wieder entspannen. Und er hat auch gesagt, ich soll doch, wenn möglich, ein bisschen öfter in die Massage. Falls es nicht besser wird, soll ich mich doch melden. Es ist besser geworden. Und ich habe mich nicht mehr gemeldet, weswegen ich dem Doktor überhaupt keinen Vorwurf machen kann. Einfach erst nach 1,5 Monaten. Also zwischendurch hatte ich bereits schon Aussetzer im rechten Bein. Die Aussetzer haben sich gemeldet, wenn ich zum Beispiel mit den Jungs Hockey gespielt habe und ich zu einem Sprint angesetzt habe, um schneller zum Ball zu kommen. Es war ein bisschen wie wenn man gerade für einen kleinen Moment keine Kontrolle über die eigenen Bewegungen hatte. Und es hat sich so angefühlt, wie wenn man zu lange in einer Position verharrt und einem das Bein einschläft und man dann wieder versucht weiterzulaufen. Aber das ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von einer Sekunde, wo sich das so angefühlt hat. Natürlich ein absolut weiteres Anzeichen für die Krankheit. Da die Aussätze aber nur sehr klein und kurz waren, habe ich den Link zu den anderen Symptomatiken gar nicht gemacht. Ob dann schon das Sprachzentrum auch schon in Mitleidenschaft gezogen wurde, weiss ich nicht mehr. Wenn, dann nur ganz fein und sehr unauffällig. Wir haben dann Sommerferien gemacht im Lötschental und die habe ich sehr genossen. Und ich hatte auch keine Symptomatik mehr, das war alles kein Thema. Ungefähr Mitte September sind die Symptomatiken zurückgekommen, schleichend, aber sie sind zurückgekommen. Als erstes hat sich wieder das Kribbeln im Arm gemeldet. Nachher relativ darauf auch schon Einschränkungen im Bein. Ich hatte immer mehr kleine Aussetzer. Auch das Sprachzentrum war langsam davon betroffen. Es hat mir manchmal Mühe bereitet, Wörter komplett fertig zu reden. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich die Auswirkungen aber noch relativ gut kaschieren. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe aber das gemacht, was ich mit News auch mache, einfach ignoriert. Was bei News und Medien entsprechend gut funktioniert, um wirklich nur das Relevante herauszufiltern, ist jetzt bei einer fortschreitenden Krankheit nicht wahnsinnig ratsam. Anfang Oktober war die Symptomatik fast verschwunden. Das Einzige, was ich nicht konnte, ist klein schreiben. Ich war 3 Tage an einer Gaming-Convention und habe dort durchmoderiert. Alles ohne Problem. Nach der Convention waren Herbstferien angesagt für eine Woche. Wir sind wieder ins Lötschental, aber dort hat die Symptomatik rapid zugenommen. Mein Zustand hat sich sehr schnell verschlechtert. Die Einschränkungen im rechten Bein waren wieder da. Zudem hat sich so eine Doppelsicht angekündigt im rechten Auge. Die Fähigkeit zur Feinmotorik in der rechten Hand hat rapid abgenommen. Beim Aufnehmen von Bildern auf dem Aletschgletscher, auf dem Viewpoint Eckishorn, konnte ich die Kamera mehr schlecht als recht bedienen. Die Einschränkungen waren nicht permanent da, sondern immer so ein für ein paar Sekunden und wieder gegangen. Die Anfälle, wie ich sie mittlerweile nenne, sind immer angekündigt worden durch Doppelsicht. Also ist die Doppelsicht gekommen, sind auch die Symptomatiken auftreten. Einmal ist mir die vor ein paar Wochen neu gekaufte Kamera aus der Hand gefallen. Sie hat keinen Schaden genommen. Ich wollte ein Bild aufnehmen, das wir beim letzten Mal im Lötschental
bei einem Abendspaziergang gesehen, aber ich hatte keine Kamera dabei. Am letzten Tag von unseren Ferien waren wir auf der Pfaffler Alp. Wir sind relativ bis hinten gewandert und ich bin dort angekommen und bin wirklich auf der Schnur. Ich habe gemeint, ich habe einen Halbmarathon gesäckelt. Beim Zurückgehen bin ich dann wirklich fast immer nebendran geschaltet. Ich konnte keinen geraden Schritt mehr machen. Meine Aufmerksamkeit hat noch so weit gelenkt, dass ich mitbekommen habe, dass meine Frau beim Hausarzt angerufen hat und die Praxisassistentin der gesagt hat, geht doch direkt vor Ort auf einen Notfall. Das wollte ich aber nicht, weil ich nicht im Wallis gestrandet sein. Fun Fact, ich war dann 3 Wochen lang nach einer Woche Spitalaufenthalt im Wallis wieder. Ich habe 4 Wochen lang mein Zuhause nicht gesehen, bin aber dran vorbeigefahren, sozusagen. Schlussendlich war aber die Symptomatik dann so schlimm, dass ich auch nicht mehr Auto fahren und nicht mehr Auto fahren. Meine Frau ist dann am Abreisetag heimgefahren. Kaum sind wir daheim angekommen, bin ich dann rauf und habe bis am nächsten Tag durchgeschlafen. Am Montag bin ich auf jeden Fall wieder arbeiten. Meine Kollegen haben definitiv gemerkt, dass irgendetwas nicht mehr stimmt. Ich habe mein Bein nachgeschleift und ich habe geredet wie ein Besoffener. Sie haben mir dann im Verlauf des Morgens angelegt, ich soll doch bitte jetzt mich endlich bei einem Doktor melden. Was ich dann auch gemacht habe. Ich bin aber noch zuerst heim, zum Mittagessen, bin dann wieder arbeiten. Die Kollegen haben mir es nochmal gesagt, melde jetzt beim Hausarzt nochmal. Ich habe gesagt, okay, mache ich, habe etwas erledigt. Und dann, schlussendlich hat der Kollege neben mir stehen, dass ich mich endlich beim Hausarzt habe gemeldet habe. Die Frau dort hat direkt den Link gemacht zu dem Telefonat, das sie mit meiner Frau am Donnerstag gemacht hat. Und hat mir auch gesagt, bitte, Herr Trummer, geht direkt ins Spital in Notfall. Ich habe noch einen Kaffee genommen und bin dann in Notfall. Der Kollege hat mich hochgefahren. Im Notfall angekommen, habe ich dann mal gewartet, Personal aufgenommen und so weiter und so fort. Und habe sicher 100 Mal erklärt, was jetzt mein Problem ist. Das Ganze ist bis um 11 Uhr am Abend gegangen. Man hat Untersuchungen durchgeführt, Tests gemacht. Es hat mir auch nicht ausgemacht. Ich habe das jetzt halt genau wie es ist. Was wollte ich? Ich konnte es nicht ändern. Am 12.10.2021, genau am 10. Hochzeitstag, ist mir mitgeteilt worden von meiner Neurologin, dass mich Multiple Sklerose jetzt ein Leben lang begleiten wird. Bin ich geschockt gewesen? Nicht wirklich, eher überrascht. Die Diagnose hat mich auch nicht wirklich krass aus der Bahn geworfen. Ich will da sehr offen sein. Meine Diagnose finde ich nicht schlimm. Es gibt Leute, die ganz andere Schicksalsschläge müssen verarbeiten und mit viel schlimmeren Sachen müssen Schlag kommen als ich. Mir fehlt es an nichts. Ich bin immer noch ein privilegierter Mensch. Ich kann jetzt wieder alles machen, was ich früher konnte. Meine Lebensqualität ist jetzt auch überhaupt nicht mehr eingeschränkt. Die Symptomatiken sind eigentlich alle abgeklungen. In Gran Montana, wo ich in der Therapie war für 3 Wochen, habe ich aber noch nicht gewusst, ob ich dann wirklich jemals wieder auf ein Bike steigen kann. Weil die Symptomatiken waren zu diesem Zeitpunkt einfach viel zu stark gewesen, für dass ich das sicher machen konnte. Ich habe nicht gewusst, ob ich jemals wieder sicher wandern kann. Stand jetzt sind die Symptomatiken alle wieder abgeklungen. Was noch dazugekommen ist der Fatigue. Da habe ich extrem gemerkt. Ich bin 3 Wochen lang in Gran Montana mit der Leistungsfähigkeit von 20%, die eine normale, erwachsene Person in meinem Alter hat, aufgestanden, obwohl ich genug geschlafen habe. Oder viel mehr geschlafen habe als sonst. Nach den Therapiesitzungen, die aber so eine halbe Stunde gedauert haben, musste ich dann auch für eine halbe Stunde wieder liegen. Die Symptomatik ist vor allem dann auftreten, wenn ich Sachen gemacht habe, die ich mich schon daran gewöhnt hatte oder die Gewohnheit waren. Im Krafttraining zum Beispiel sind die Symptomatik am Anfang während dem Krafttraining nicht auftreten. In der Pause zwischen den einzelnen Sätzen dann schon, und zwar direkt. Aber jedes Mal, wenn ich mehr Gewicht drauf habe, sind die Symptomatiken auch während dem Training nicht gekommen. Wenn ich mich an etwas gewöhnt habe, sind sie gekommen. Ich habe Klettertherapie gemacht. Dort bin ich das erste Mal die Wand durchgeklettert. Und da ist nichts passiert. Beim zweiten Mal, bei der zweiten Sitzung, wo wir geklettert haben, in der Klettertherapie, ist es dann wieder gekommen. Aber mit verbundenen Augen ist dann nie etwas gekommen. Also war für mich klar, die Symptomatik tritt vor allem dann auf, wenn ich Sachen mache, die Gewohnheit sind. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Wackelkontakt. So hat es sich genau angefühlt. Das war auch immer noch so für ein paar Sekunden da und ist dann wieder gegangen. Daheim angekommen im November habe ich dann sofort angefangen mit Training. Ich habe mir Nordic Walking Stöcke gekauft und bin Nordic Walken. Kurz darauf oder
2-3 Wochen später bin ich dann auch schon wieder säckeln. Ich habe dann im Januar auch wieder angefangen mit 20% zu arbeiten für 2 Wochen, dann mit 40 für 4 Wochen. Ich hatte währenddessen meine erste Infusion, die den Krankheitsverlauf verlangsamen soll. Aufhalten kann man den Stand jetzt nicht, also komplett aufhalten. Aber es gibt relativ gute Therapiemethoden, die sehr individuell sind pro Person, wo sich das Ganze ziemlich gut im Zaum behalten. Stand jetzt habe ich überhaupt keine Einschränkungen mehr. Ich kann wieder auf das Bike steigen und ich kann alles genau so machen, wie ich es früher gemacht habe. Was ich aber nicht mache. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht und es war auch ein Weckruf. Und ich kümmere mich auch nicht mehr so um Belanglosigkeiten, wie ich es früher gemacht habe. Ich weiss jetzt, was ich will und was ich nicht will. Wenn du Fragen hast zu dem Ganzen, darfst du mir die natürlich in den Kommentaren stellen. Du musst einfach beachten, ich kann dir nur über meine eigene Situation Auskunft geben. Wenn du sonst noch möchtest, Informationen holen über die Krankheit, vielleicht bist du selber von MS betroffen, vielleicht hast du Anzeichen, die ich geschildert habe, melde dich bei einem Spezialist oder hol dir Informationen über entsprechende Webseiten. Ich verlinke dann 2-3 Webseiten unten verlinken, wo ich auch meine Informationen holen würde. Herzlichen Dank, hast du zugeschaut bei diesem Labervideo. Wenn es dir gefallen, lass mir doch einen Daumen gegen oben da. Auf diesem Kanal wird es in Zukunft vermehrt Videos geben. Wenn dich das interessiert, dann bin ich um jedes Abo dankbar. Und ich freue mich auch darüber. Merci vielmals fürs Zuschauen. Bis gleich. So hat es sich angefühlt. Und auch angetönt. Jetzt kann ich wieder streichen. Die Fähigkeit, für meine Kinder und meine Frau war die Wanderung eigentlich nichts Grossartiges, aber ich bin mir wirklich vorgekommen, als wäre ich